Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich zu einem weiteren React. Ihr habt es euch gewünscht. Wir fanden es geil letztes Mal und deswegen machen wir es erneut. Erneuter React-Livestream zum kommenden Let's Go-Stream. Das ist geil. Ich starte jetzt rein mit Forza Monthly. Thanks for watching. Ja, so ist perfekter Anfangsbildschirm, aber ihr wisst, jetzt geht's erst los. Mit dabei natürlich wieder der gute Andi. Grüß dich. Wurde nämlich vorher im Chat schon spekuliert, ob der Andi auch schon wieder dabei ist. Die Antwort war, ja, Audi ist dabei. So, jetzt hast du die Antwort. Ja, der Andi-Audi-Witz wird tatsächlich nie alt. So, jetzt muss man mal gucken, wann es hier umswitcht. Ich glaube, das ist nämlich jetzt vorbei. Jetzt muss man mal gucken, wann das dann hier auf Let's Go, auf Let's Go umswitcht. Warten wir halt mal noch kurz. Aber schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr am Start seid. Heute Thema, wer es noch nicht gelesen hat in der Livestream-Beschreibung, Multiplayer. Multiplayer, Features und Modes, also die Modis, die es gibt. Und das interessiert uns natürlich schon brennend, denn ich denke mal, eines der Hauptdinge, die ihr hier wahrscheinlich schaut, sind die Multiplayer-Formate von damals Horizon 2, 3 und natürlich jetzt aktuell noch 4. Und deswegen ist das natürlich sehr interessant, was der ESA gleich zeigen. Ja, habe ich alles gesehen, Thomas. Alles gut. Ich bin up to date. So. Andi hört man nicht. Was? Habe ich doch eigentlich umgestellt. Jetzt hört man Andi. Entschuldigung. Jetzt sagt er nichts mehr. Perfekt. Oder sagt er was? Na gut, hi. So? Ah, doch, jetzt. Ah, ja. Ja, Andi hat nur gesagt, hallo. Ja. So, jetzt gucken wir gerade mal, ob die mal gestartet haben. Warten wir mal noch kurz. Wir werden schon gleich starten. So. Rest in Peace, Andy, also bitte. Ja, Ja, also so knallhart ist es noch nicht. Ja. So. Was heißt denn noch? Was hast du geplant? Tja, wer weiß. Vielleicht, wenn ich ein Alle gegen Ray-Format habe, dann muss ja auch bald mal ein Alle gegen Andy kommen, ne? Vielleicht werden wir da heute zu inspiriert, wenn wir den Stream sehen. Wer weiß das schon. Wäre ich voll dabei. Ja, wer vielleicht jetzt der eine oder andere mitbekommen, gerade eben war Forza Monthly, da haben sie auch ein bisschen was schon zum Livery-Editor und auch ein bisschen was zum Tuning-Editor gezeigt. Unter anderem, dass ein Duke Dynamics Breitbau-Kit für den GT2 RS gibt. Und jetzt hat der Stream gestartet, wenn ich es richtig sehe, aber irgendwie startet er doch nicht richtig bei mir. Hallo? Können wir aktualisieren. Und da gucken wir nach dem Stream nochmal ganz kurz rein. Ansonsten beim Infovideo, was dann morgen oder die Tage erscheinen wird. Hier dann. Alter, die Musik geht ja gar nicht. Ich dachte mir auch, dass die ein bisschen bescheuert ist. Die ersten 2 Sekunden war es okay. Ja, okay, die habe ich nicht mitbekommen. Du hast so ein Dankeschön für deine erweiterte Mitgliedschaft, danke für deinen Support, danke für deine Unterstützung, danke dir. YouTube ist stabiler. Es gibt einen Grund, warum wir das auf Twitch tatsächlich streamen. Oder beziehungsweise es gibt mehrere Gründe tatsächlich. Erst einmal ist die Qualität tatsächlich auf Twitch besser, obwohl mit weniger Bitrate gestreamt wird. Aber da ist halt der Twitch-Codec, was Livestream betrifft, besser. Und der Twitch-Stream ist tatsächlich ein bisschen schneller im Delay. Twitch ist nämlich so 1, 2, maximal 3 Sekunden hinterher, während halt YouTube halt dann schon 7, 8 bis 10 Sekunden hinterher ist. Und damit ihr so wenig Delay wie möglich habt, nutze ich den Twitch-Stream. So, das ist die Begründung dafür. Für diejenigen, die das wissen wollen. So, aber erstmal nochmal Hallo an alle, ihr habt noch nichts verpasst, also noch nichts direkt verpasst, zumindest mal in diesem Stream nicht. Ihr seht, oben läuft der Countdown ab, dann geht's los. Und Andi ist wieder am Start, ihr hört ihn auch. Und das ist schon mal gut. Ein Fortschritt. Ja. Wieso wurde BMW noch nicht confirmed? Vielleicht ist BMW einfach gar nicht dabei, weil Mini ist ja auch noch nicht confirmed. Nee, hoffe ich natürlich nicht. Wäre hart. Also, das wäre richtig hart, wenn das so wäre. Aber dann würde ich BMW nicht verstehen. Ehrlich gesagt, wenn das so kommt. Ich meine, dass Hersteller immer wieder mal komisch sind, siehe Mitsubishi letztes Mal, siehe Toyota letztes Mal, wissen wir. Siehe Porsche vor 10 Jahren. Aber ja. Also,
keine Ahnung. Ich meine, es sind ja, ich glaube, Bugatti und Bentley ist auch noch. Also ich habe jetzt auch tatsächlich seit einer Woche nicht mehr auf die Liste geguckt, ob mittlerweile ein Update kam. Bugatti, Bentley, alles vom Fiat-Konzern, außer Ferrari und Maserati, Mazda, also da fehlen halt einige Marken noch. Genau, und ich denke mal nicht, dass die jetzt alle auf einmal rausfliegen. Das würde irgendwie. Also es fehlen ja noch über 100 Fahrzeuge in der Liste. Und vielleicht sehen wir ja heute was Neues. Mal gucken. Also ich denke mal, ich würde mich nicht so viel verrückt machen lassen. Darüber diskutieren und spekulieren, warum und wieso irgendwas vielleicht dann tatsächlich nicht dabei ist, können wir dann immer noch, wenn wir es final wissen. Aber ich glaube, sich jetzt da im Vorfeld so verrückt zu machen, ja, tut einem auch nicht gut. Die Wahrheit ist, ich habe mir die Exklusivlizenz von BMW gesnackt und die kriegt keiner. Ach so, du bist ja richtig gemein. Ja, vielleicht sind die Nieren von BMW einfach so groß geworden, damit kommt einfach die Rechenkapazität der Xbox Series X nicht klar, weißt du? Die zahlen die Lizenzen pro Quadratkilometer von den Nieren. Das ist dir zu teuer geworden einfach. So ungefähr, ja. Oh. Bild von Andy, ja, ich habe mir schon mal gesagt, er soll mir mal so ein Ritterbild von ihm geben, damit ich den einfach da hinsetzen kann. Aber hat er mir noch nicht gegeben. Gibt noch wohl noch kein offizielles Ritter-Andy-Bild. Nee. Wenn es künstlerisch begabte Menschen gibt, ich bräuchte mal einen Avatar. Ja. So, man hört den Stream nicht. Ja, das ist ja auch richtig. Der Stream fängt ja erst jetzt an. Jetzt hört man den Stream. Oder auch nicht. Officially Das 50 aber nicht days an. and counting from Das the war ein game's guter release Trick. on Xbox Klasse. Game Pass on November the 9th and only 45 days away with early access if you have the premium edition. It's so close you can quite literally smell the flamingos. Thankfully though, Playground Games are here to help us ease the way just a little bit with a few more sneak peeks, this time pulling back the curtain on multiplayer features. So as always, let's check out today's schedule. Boah, Throughout the show, klar. we are going to be checking into Horizon Arcade, Horizon Tour, and Horizon Open, as well as a look at the new Eliminator map. Then it's off to the Baja New Circuit map, for a okay. multiplayer race. After that, we'll hear a little bit more about Gift Drop and Link. If you've been following the stream so far, you've heard those before. And finally, we'll Strammes close out the show with Community another Q&A round ist das of beste Q&A. Feature. And don't Ja, worry, chat, finde ich auch am we won't be besten. taking any questions today from you guys as Mal gucken, we vielleicht received kommt a die bonkers Frage von uns amount of diesmal dran. responses to our social Finger post the other day. Ja. So we've got plenty of questions to go through Justin, today. Dankeschön für But deine as Mitgliedschaft, always, danke it's für now deinen time Support. to welcome Danke the dir. guests. And we've got some lovely ones on the sofa today. Starting off with Mike Brown. How are you doing, neues dear? Gesicht. Hey Charlie, great to be here again. Der hatte gerade noch ein Lovely anderes to see you. Shirt an, We have a oder? new face on the sofa Kann today, sein, ja. and that is Anna. This is your first show, so please introduce yourself to chat and tell us what you do on Forza Horizon 5. Designer, okay. Hello everyone, I'm game designer on Forza and I work on some of the features we're going to be talking about today. Amazing. Which features have you worked on specifically? I'm curious. So the Horizon Tour was the one Link and Gift Drop as well. Ooh, okay, interesting. We do have those coming up. And lastly, I suppose I should say hi to Andrew. How are Hannes you? leider noch nicht, Hello ne? Charlie. Yeah, I've wrestled the controller back Hello. off Marco this week. Perfect. I can't wait you see prove yourself just a little bit this week, and we are going to be Mal, Mike starting ist der off Einzige, der with mit dem Forza-Controller Horizon spielt, der Arcade, Sack. which we did see a little bit of in the Xbox and Bethesda game showcase a little while ago now. So, folks in the room, refresh our memories. What is Horizon Arcade? Horizon Arcade is a collection of mini-games that you take part in around the free roam world of Forza Horizon 5. As you're exploring, you'll see these pink circles on the map. You drive in there, you're signed up, Quasi Forza schon and live you dann. just take part in the Ja. fun. There's a whole host of really fun mini-games. We're currently playing online. We have I think 12 of us, hopefully 12 of us, joining together. This is the dev build on a dev server, as you say, Die Namen sind ja 45 geil. days away from when players will get their hands on it, and therefore Ist Nennen wir uns may dann einheitlich. go auch wrong. so. Things probably will go wrong. It is Huh? pretty Ist einheitlich pretty wenigstens. wild to try and Ja. do this far out, but Irgendwann here müssen we wir uns are. ausschaffen. Let's go. Multiplayer-Folge mit alle aus dem Convoy, that's PXHs. really exciting. Einer Ja, versaut's meistens. I'm going to look over to Tom and see if we're ready to go. Ja, okay, das funktioniert ja He's- schon he's nicht, wenn giving me ich a wobbly- PXH a wobbly 2 oder thumbs 3 up. oder so. Ja, nee, ich meine halt schon, das zählt ja, ne? Du weißt schon, wie ich Also, okay. All right. Okay, here we so, Oh, it's the pinata. This is what we're doing first. Yes.
Yeah, so first up is Pinata Pop. This is the game mode we showed at E3. So around the world. Gut ist, dass diese Convoy-Connection-Probleme immer noch da sind, nicht Schwein? Mit der Synchronisierung. The ruins of Ekbalam, which is a temple site that we visited a couple of times on Let's Go Streams already. Also für die, die nicht alles verstehen, weil es halt Englisch ist oder so, Andi und ich werden jeweils wieder uns natürlich, beziehungsweise wir werden uns zusammensetzen und dann jeweils ein Infovideo wahrscheinlich morgen rausbringen, was das nochmal zusammenfasst, die wichtigen Details. Also wenn ihr nicht alles genau versteht, kein Thema. But I think coming up with these fun little mini games is just really good fun for game designers. I think it's always. Nee, es gibt immer noch Bäume, wo man dagegen fahren kann mit Baumagnet. Ich bin raus. Crazy problem or scenario you can come up with. Den Baumagnet haben sie think about how you'll try and solve Spiele schon deinstalliert. Ja, echt. So in this one we've So got. what is the crux of this then? What's the nuances of Pinata Pop? So as a team, we all have to work together to try and find and smash pinatas, which are all over these ruins. If I can find, I've just seen about 4, but they all got smashed right before I got there. So I'm going to try and slow down. So this one here, that's like the evil pinata, that like red cactus guy. You don't want to get that guy. He's the bad one. What happens if you do get him? Immerhin He goes like your bisschen eine car, so you Challenge. can't smash Aber wenn anything ich sehe, wie else. viele Punkte du And then- brauchst, ne, das Oh, dauert over Jahre, here. bis du fertig Ja, vor allem, bist. das His ist ja name kaum is mal welche. Tank. He Yeah. is the Horizon Festival's mascot, and here he is I in love him. pinata form. Tank. We all love Tank very much. Nevertheless, I'm Aber gonna kann drive nicht him mal because tanken, I das need ist to doch get points this witzlos dann, oder nicht? Warum ist eine Zapfsäule das Maskottchen vom aim of the Horizon game is Festival, find and wenn smash es nicht as mal ein many Tanksystem tank gibt? pinatas as Das you ist nur can. die Nebeninfo. Ich will jetzt einen Panzer haben, wenn ich Is schon there a einen Tank limited habe. amount? Do they So meinst du, so respawn? ein Is Tank it meinst du? time Ja. limited? There is a limited amount. Lot Yeah, there's question. a couple of hundred within the circle, so there's plenty of them. But you have to XP-Schild gibt aber keine Punkte, sneaky schade. bonus board as well there. So the aim of the game, yeah, is find them all, smash them all, and work together Und as a normale group. Pinatas haben sie nicht, oder was? Die sie There we im go. ersten Ding gezeigt haben. We Sind es nur could diese stay and Tanks? do this. Ja, I'm sure it'll be scheinbar. an absolute riot to watch us all search them out and smash them. Wahrscheinlich Peter ist dann Or in the interest of eingeschritten time, mit. we could skip on and take a look at Piatas something sind else. seltene Should Tiere, we die do darf that? man nicht einfach umfahren. Yes. Should we take a look at Perfect. Should we take a look at the Horizon Tour? Horizon, Ach, die Peter, yes, ja. Ich Tour, dachte, I welcher think is where Peter we go meinst next. du? Aber ergibt Exactly, Sinn. Anna, you are the brains behind the Horizon Tour, Ja, so Hannes please, can you scheinbar tell us nicht, ne? all about it? So Horizon Tour is like a very friendly and laid-back way of playing multiplayer. So it's like co-op races where you and 5 other drivers are racing against driver tours, and between each race you have a little bit of downtime where you have to drive to the next event, and you can just like enjoy the sightseeing, drive around with your friends during that time. The whole game mode is very kind of casual, so there is no time pressure, there is no insane driver tour difficulty or anything like that. So you can just like enjoy yourself in a co-op race. Ist dann eigentlich wie Adventure, And so ein this bisschen, oder? place right here is Ja. where you sign up for one. Adventure mit einem So when you Autotour go kombiniert. to this little Genau, icon, genau. you will Bin ich see Fan what's davon. on. So Horizon Tours run on a schedule, and they change every like 5 minutes. So the destination, the theme will change, so you can try out different cars. And while you're waiting, this is a great place to hang out with some people, show off your livery, or tune your car in preparation for the tour Okay, as da well. trifft man sich dann quasi It looks like erstmal. a good car meet, especially with that. Is that a mural on the wall as well for the tour? Yes, so this is specifically themed for Horizon Tour. Oh, it's gorgeous. I love it. I have to ask, you mentioned you can do it with friends. Is there the possibility to group up with other people who you just happen to meet in this environment so you can go off together? Yeah, so Horizon Tour, you don't need to be in a convoy with your friends. You can just turn up here and sign up for one. And then after the race, you can join convoy with new people you just played with. So it's like a I love it. nice way of finding someone to do other type of gameplay or carry on doing the tour as well. I also love we got a glimpse there of everyone just sort of gathering around with their cars. It looks really social. I think that's an element we spoke about quite a lot on Finja, der ist Forza, drin. especially for 5 as well, that there's so many social elements. Yeah, so this area where you can hang out with the Horizon Tour hangout spot, it's actually just at the kind of the foot of the festival. So that's the festival over there. There's the racetrack part of it there, and then there's the Horizon Tour section. And this is where you're going to see a lot of people hanging out. They want to show off their sweet liveries. They'll come down here and wait
wait because they know that auch this is a nicht place that's einparken. where people are going to congregate. Schon So mal a great direkt place to hang out, rausbaut. socialize, and team up and start doing the Horizon tour. We're not going to do one right now, but I think it's a good time to mention Link, which if you're paying attention, you may have noticed some people das hätte ich jetzt aber using schon Link gerne then. gesehen, But zumindest as mal den I'm Anfang. surrounded by all these people here, please everyone do not respond to this or it'll start a matchmaking system we will not be able to get out of. But I can use the link. In fact, I won't even press it because they will then go and join it. But if I go link and then press up to select Horizon Tour, everyone else gets the option to go, yep, okay, sure. We all get grouped together and we'll head off into a Horizon And Tour off you event. pop. Yeah, it's not in the plan today to do one of those, but if I did that, then we'd no doubt end up doing it, and there'd be no way out. So I think what we are going to do though is take a look at another Horizon Arcade event. So Okay. I'm looking over to Tom and seeing if which he's giving one me are the thumbs up. He's doing it. Is it a shaky one or is it? No, he's good. 31? He's good. He says we're ready. So we are all going to jump, fast travel up to the top of the volcano, where we're going to have a look at Bullseye. Okay, wonderful. Now, I'm sure it's pretty self-explanatory, but in the world of Forza Horizon, what exactly is Bullseye? I don't know how self-explanatory that is, Charlie. You could easily not understand. I mean- because when Bullseye begins, a load of floating targets will appear above the world, Okay. and the aim of the game is for players to hit and smash as many of those targets as they can. Im Rennen auch noch tanken müssen. So Aber Leute, das once, passt einfach überhaupt gar nicht the zu game mode Horizon. starts. Oh, there we go. You will see that there There are it ramps is, like this one, immediately. along with a Bullseye target. Das ist that einfach ein weiteres you can Arcade, smash, ne? and then as soon as you smash one, the next one appears. Like Der hat Oh, so okay. einen Schwung. Hopefully got just enough air to get that Ja, one. siehst du, er ist zu I tief didn't. geflogen. So I'm Habe ich in schon a very direkt gesehen. slow Das car. geschulte Forza Horizon-Auge. Do the Muss Spiel points gar nicht mehr vary spielen, kenn by mich schon how aus. accurately you hit the center of the bullseye, or am I Hat's overcomplicating things? Überschlag. That's a great question. I'm not sure. Anna, do you know? Aber ich finde es cool tatsächlich, dass ich I jetzt was nicht mehr too nur involved into trying to get quasi some die score, which PRs is the da, sondern question. vielleicht noch sowas wie ein paar Driftfähigkeiten in der Ja, ja, Position nee, oder so so. will You ich am dass get man eigenen more halt eigene, points in ja, the eigene center than if you do on the Spielmodi outside. sind. I think so. Ja, auch I cool, think ja. it's accuracy based. weil dann Kurz kann mal es für halt alle- wirklich There'll pop up sein, there that dass says man first die ring auch and it was nach 2 Wochen noch 750 points. So spielt. yeah, I think it is. Da muss man mal Great game gucken. design, whoever did Aber ich that. denke mal, solche Elemente, wenn solche Elemente drin sind, kann man die bestimmt auch mit Event Lab selber so in der Art These erstellen. on-air Weißt du, was ich meine? compliments, the dead were wonderful. Ziemlich überzeugt davon. They're probably watching. Well. Also kurz nochmal für alle, das They're probably in the Horizon convoy. Arcade ist quasi, wenn man so möchte, die I'm going to really struggle to get this one. We should switch to a Fortführung different camera because this card von doesn't have clearance to get through Forza that lake. Ton Live, nur halt jetzt mit, wie Andi schon gesagt hat, einmal mit kleineren Minispielen, nicht mehr so Alright, next dieses, up, I think ja, we were gonna talk about bitte the sammelt so viele Horizon Punkte Open. beim Blitzer Ooh, okay, oder das cool. oder so, So, sondern das sind echt so we- einzelne kleine andere What Dinge, is die Horizon mal Open? anders I was sind. going to ask something then, but I think that's probably the best place to start. Is actually what is Horizon Open? So the Horizon Open is our new take on, I guess, traditional multiplayer. We've looked at the tour, we've looked at arcade. They are kind of fresh and new, different ways to play the game. The Horizon Open is the new version of what was called Team Adventure and Online Adventure in previous games. That change in name is to reference the fact that it's a little bit more accessible, a little bit more fun. Some of those some of those super high skilled elements have been removed. There's no longer the skill-based ranking system, which you could finish second in a race, which you might think was quite good, and then it would tell you no, that wasn't good enough, and minus 50 points off of you. Or indeed, you could be in a team race where you could come first. Some people on your team don't, and then again, you get dragged down. People didn't like that, so it's now Das heißt, der it's a kompetitive lot of that Aspekt stripped nehmen away. sie jetzt raus. It's intended to be much more accessible, much more fun. It still has a ton of challenges. It still rewards winning, but without a lot of the kind of punitive measures that existed. Sure, sure. There are 4 flavors. You have open racing, open drifting, playground games, and the Eliminator Battle Royale. Drifting is very similar, in fact, to Drift Adventure that was added during the live program of Forza Horizon 4. Racing, self-explanatory. Playground games, similar to what you would have seen in Forza Horizon 4, although it was all focused on team games in Horizon 4. Team games can appear in there, but there's also solo games as well. So you have Solo King, a Solo Flag Rush, and a Solo Infected. And of course, there is the Eliminator. Return of the Eliminator as a launch feature as well, no less. Love Nennen es it. jetzt auch wirklich Battle Royale. Exactly, Ne? yeah. So we added the Eliminator to Horizon 4 around about
Christmas of 2019. So a lot of people, if they played Horizon 4 when it first came out, may never have experienced it. But from when it was added, it became the most popular multiplayer mode in the game. And Ja, Error, zum Glück sind wir nicht auf amerikanischen Foren unterwegs. We're not going to play this one live. Besser. Such as the Ich bin ab und zu auf amerikanischen Foren unterwegs. Ich habe diesen Begriff noch nicht einmal gelesen. So instead, we played it earlier on, captured it, and we've edited together some footage of we can roll the tape. Perfecto. Ja, Käfer. So you're going to have to give us a little Ja, VW Käfer ist what confirmed. we're up to. We can sort of take cues Ja, from das the ist das game. That Covercar this für is mich, das perhaps Heimliche, right at the hallo. beginning of the Eliminator, because there's still a high quantity of cars there. Ja, Käfer ist ein Stadtwagen jetzt. Das finde ich gut, passt doch super nach Mexiko. In our development environment, we've roped in all of the testers to get 50 people in the game. Obviously, it can have more players than that in the final release. One of the key things that's changed is that rather than everybody starting in the Mini, everybody has now started in the VW Beetle. Das heißt Käfer. A car that is an icon of Mexican auto Ich hoffe, culture. dieses Logo da oben ist nicht permanent drinnen. Das Horizon, nee, das ist nachträglich eingefügt. There we go. Das So it ist, looks like, er hat ja gesagt, das ist eine I have Aufzeichnung, das spielen sie ja jetzt Ryan, gerade our nicht. lead game designer, to a Okay. race down the side of the volcano. Let's see how this plays out. Ich würde die Route fahren, das wäre bestimmt I do schneller. have to ask though. I mean, Ja. we mentioned that the Eliminator was a sort das of ist so a geil, dieser later Blick da nach edition, unten, a ey. fun new thing that you added to Forza Ja, da Horizon links die 4, Stadt, and that was very much Ja. added to a map Ich that hab already richtig Bock. existed. So, how much did that sort of change the way you worked on the Forza Horizon 5 map, knowing that you wanted to launch it day one? Did you make a map that was more Eliminator in mind? Yeah, that's a great question. So as I said, between launching Eliminator and releasing Forza Horizon 5, this became our most popular multiplayer mode. And when that happens, that of course will then factor into the way that you build and design the world to create awesome moments within the Eliminator, much like the one we're seeing right now, where a VW Beetle's managing to reach near enough 100 miles an hour down the side of a volcano in a head-to-head race. Ich hätte noch keinen Baum mehr genommen, ich bin echt begeistert. Das würde ich nicht schaffen. Magical moments like this. The really fun one is the opposite. Ich hätte da schon einige The mitgenommen. end point is in the top of the volcano, and you need to really make sure you've got yourself a car with a bit of torque to get back up there. Talk about it. But there are a ton of world features. I think the city as well, Guanajuato, is one that really plays into Eliminator and really favors high-level play. You really do want to be an expert level map knowledge before you start like choosing Guanajuato as your spawn location or even a place that you venture into, because you'll get eaten alive by high-skilled players there. Yeah. Or trapped in a tunnel. Exactly. Here's Anna in Guanajuato. It does Perfect have a lot segue. of car drops though, so it's kind of like a risk-reward situation. You might choose to go I there. see. Okay. Yeah, so Anna does I mean, have that was cheat gonna knowledge as be- well. Anna placed all of the car drops around the world, so does have So that Anna, I insider suppose knowledge. the question for you then really is as well as this location, are there any particular spots around the world that are really good for the Eliminator? Maybe for car drops, maybe for hiding, I don't know. When you define good spots. Well, Guanajuato is definitely good for hiding. Animaster, das Problem gibt es mal auf YouTube. Kann ich dir leider gerade keinen Fix anbieten. Vielleicht einen anderen Browser verwenden. Like a point of interest, like any of the Baja Circuit or the main festival, Und an or the volcano as well. Like Oliver, anything like that will have a lot of car ich will das jetzt drops. nicht ausweiten, die But Diskussion. obviously Ich all of denke it is aber random, eher, so you das might braucht get unlucky. I Forza personally nicht. start Generell kein always at Rennspiel braucht es the aktuell. Baja Circuit, and usually there is at least like 3 there that you can choose from. Oh, okay. Lovely. Aber We eben war ein saw one Tunnel, just then ja. when we Ich meine, die drove halbe past. Stadt Is that besteht bright- aus is that Tunneln. bright Also wäre purple gut, light wenn there? da auch welche sind. Yeah, as is tradition in Eliminator, you see the really cool cars when you're in a race and unable to collect them. Yeah, just like here when you're also stuck on a building, which is a fairly typical Eliminator performance from me anyway. Oh, look, here are the tunnels we were Das war talking about. interessant. Yes, so Was? that particular Hab ich game was ended, gesehen? I think in for Da war gerade links ein For Anna, she's Cardrop stacked und die haben into den Namen von dem Auto ausgeblurrt. that shed there. But yeah, now we're back in Guanajuato in the next Okay, game. immer noch mal angucken. So, yes, it's me. This is where I challenged you. Rule. Yeah. That's some dirty tactics You already. can guess how this one ends.
Ja, okay, das nächste Mal, wenn ihr so einen Playtest macht, ne? Yeah, so I Wird took auch the left mitmachen. there to go up to the surface, and I stayed in the Ich tunnel. glaube, da ist unsere Reichweite zu irrelevant, als dass man zu so einem Test eingeladen wird. I also think, was that one of the first Ja, looks we've man had kann's mal anbieten. inside the tunnels as well? Unless I sowieso. need to be corrected there. I can't remember if Oh, you've ich habe seen so Bock those auf die before. Stadt, ne? Ich finde das so geil. Ja. Dieses verwinkelte, verrückt. Ich glaube halt einfach, City CVR wird so gut, wenn wir es halt natürlich machen können. Wir wissen ja immer noch nicht, ob das so, aber wir kriegen das schon hin. Muss einfach. Pools of light that build up underneath all the street lights. I mean, we may be second in this particular race, but we've got plenty of time to sightsee. I'm just all in on the drama. I just want to watch and see if we can win one. I'm not sure if this you can see on the map, but we've got a little distance behind here. It's a little distance, and I think the editor may well step in to save us. Die Orientierung in der Stadt wird wahrscheinlich. I do love using Link Ich hab den though, Racer to sort of gefunden. say Wo ist er goodbye denn? before you're kicked out. I'm a big fan In of der that. Stadt. It changes when you enter the Der AMG One eliminator, ist so you have dabei. unique Okay. options Kann man mal in the machen. game mode you're playing. And also really? in the different stages you get different link options as well. Wurde wieder Oh, I gerade was like that. ausgeblurrt. Okay. So here we're in the swamps. I'm driving the Porsche Cayenne, which is Ja, da sieht man es auch tatsächlich big old gerade gar nicht SUV. schlecht, eigentlich, wie just crashed into schlecht the tree, der but that's AMG not im gonna Verhältnis zum matter Cayenne because- einfach durch den Offroad-Weg durchgekommen ist. Because the clearance that this car has means Also that Das viel macht jetzt bei schneller. Eliminator There's noch water viel here, mehr swamp. Überlegung, wobei ich halt immer denke, person sind driving die the Mercedes reinen AMG Straßenfahrzeuge doch eigentlich knows fast that their immer car's im too low. If Nachteil. they come through here, they're really going to feel a lot of drag going through the water, so they've had to stick to the roads, which gives the Porsche Cayenne, which is obviously a slower car than the Mercedes AMG One, a chance. Ja, So, ich glaube, der Cayenne gewinnt aber, Chance to Leute. steal a level 10 car das wäre as doch well, knapp. which and then use it is to get not an away from the swamp. opportunity you get much. Ja, Porsche Who knows? gewinnt, klar. Easy Snack. And now, pro tip: once you're in that AMG One, get out of the swamp. It's useless here. You get it. Very nice. Ich hätte es Camaro That's the genommen. dream, hallo. that is. I think I've only had a level 10 car once. And I did go on to win the Eliminator in the level 10 car, but it was just pure chance that I got it. Danke übrigens für fast 400 Another Däumchen thing nach you oben. can Ihr seid der do, which Wahnsinn. I would not recommend Mega. when you're in the Danke AMG One inside Und dass Eliminator, wir das nur is so switch angucken it from und track lachen, mode to weil wir street Bock drauf mode. haben. That's what you could do, but also you'll have to sit and wait for the Wir sind animation gerade to knapp complete. anderthalb Monate. 15 seconds, by which point someone will In challenge fact- you. Wir and sind take gerade off nur noch knapp completely. anderthalb Monate. I'll tell you what, Das ist- on, ja, on das geht tips jetzt for ruckzuck, driving, das ist particularly echt as we krass, now ja. look at this very final stage, I want to go to Andy. Andy, do you have any tips as our resident racer on Well- what to do when it comes to the Eliminator? Yes and no. I think you were talking about the right sort of things with the ich hab mich type of angesprochen cars that you gefühlt. end up in and where you end up in the world as to what you end up doing. Like for example, the player that we're watching here has got a Camaro, and there was a lot of cross-country action going with quite a road-based car, isn't it? So it's as Anna said earlier, it's like it's risk-reward. You can end up going cross-country and just get that bump that you don't want, and end up careering towards some trees or on your roof as everyone sails past and gives you loads of grief via link. Yeah. So, On Forza Monthly earlier, we looked at how you can take a car like the Camaro and make it off-road ready, stick some off-road springs on there. These cars don't have that. This is just the, this is the Camaro as it comes from the factory. as Chevy What a intended, perfect time for you to say that. But then this is what I mean, like you want to make sure you got the right car. Like I will more often than not make sure I try to get to the final circle with a Nö, es car keine that's Menschen going in to der do City. Habe way ich auch better drauf geachtet. Es off-road sind as tatsächlich I wieder just welche go hinter as the crow Absperrungen, aber flies sehr directly wenig. to the Stadt end point and wirkt just hope sehr I don't get interrupted by any unlebendig, of sag the ich jetzt mal. scenery. Very rarely am Aber I ja, on muss the man road. mal abgucken, wenn Yeah, but if es you halt know nicht that so road ist. knowledge, you know. Man darf jetzt auch nicht the vergessen, dass es entire map, Eliminator like, ist. Im back of your hand, Eliminator then wirkt die you Welt could eh know immer sehr that there are some tot, routes finde that ich. are faster Weil- road, so it's, Ja. Die ja definitely komplett leer advantages to that as well, gefegt so ist. Im normalen Spiel rather hast du ja than just going Verkehr, straight line Yeah. possible. drei And that's Vatare oder another thing andere as well. The Spieler, Mexican so, map und dann does wirkt es have automatisch schon more, lebendiger einfach longer, dadurch. straight, Deswegen high-speed asphalt würde roads ich da immer noch ein bisschen warten mit der So there are more Aussage. places where actually sticking to the road is Ist going der to see you right. Flugplatz? Talking Okay. of long straight bits of road. There was an airstrip there. Den man There's a gesehen little- hat im Süden. little peek at the abandoned airstrip there, one of our cool new world Ist auf jeden Fall schon ein bisschen ramponierter erst. A very brief peek as we crossed Oh it at dear. speed. And there we go, it ends in defeat. Well, we've been very honest. You can't win them all, ladies and gentlemen. So there is our first non-eliminator win of the show. But, you know,
Maybe some more Somebody chances to win in the future. Well, yeah, but it just wasn't who he had on camera, Mike. That's what the people want to see. We will revisit that in future, I am sure. Perfect. So is there anywhere you wanted to jump next, my dears? Where are we going? Let's go back to some more Horizon Arcade. Perfect. Okay, what have Yeah. we got going on in the arcade now? All right, we've teamed up at the Playa Azul, which is this little village on the east coast. Tom has pushed the button off cam and triggered the mini missions. Mini missions is a little bit like Simon Says. So you can see at the bottom of the screen, so there it says earn an air skill, and we have a few seconds in which to do that. I'm currently crashing into some golf carts. I'm going to head down to the beach and see if I can get one off the dunes. We only have a few seconds to do it. There we go. Oh, yeah. Come on, get some clearance. I've really let everybody down. So 7 hat der please Stream forgive me. angefangen. So all what right, does that anyway. mean by letting them down? Does everyone have to do that challenge, or is it everyone has a chance to do it and it's like cumulative? So yeah, everybody gets the same challenge at the same time. Okay. So and then all the team have to work together, and however many people on the team manage to do it, they get that many points for their team. And then a few seconds later, okay. it's on to the next challenge. So right now, it's drive 2 miles. So we all need to. Wow, that didn't give us very long to do that at all. No, This is Und wenn man die ganze Zeit irgendwo dagegen fährt, wird es auch schwierig mit den 2 so we've Meilen. managed. Yeah, I've also managed half a mile, Andy. We have failed. All right, jump 25 feet. Oh no, this is another difficult one. I love this mode. Also Feels wenn das gut chaotic, and gebalanced I'm ist, really könnte here das ganz for geil it. I actually did want Ja, to das ask. Problem ist halt We've in der seen Region, wo 3 die of the sind, ist ja arcade jetzt schon features zweimal on was this mit stream Springen gekommen. alone. Wo willst du das How bringen? did the So? team come Also, up with creating these Das ist ideas? schon- Was it someone just came up with the idea of a pinata, and then how can we Da jetzt take nicht it from irgendwo there? eine Rampe Like, ist. how did it come to be? RIP. Yeah, so it started out with we wanted them to be these really fun drive up and play around mini games that you could take part in the world, and so. Pipi we Hunt started weiß with es ja geil. what's the silly problem solutions, and then how can you Das war ganz solve schwer, that finde with a ich. car? Okay. Can't beat my horn, sorry. That was the challenge there. That was one of the easier was ones. the You gotta make sure easiest one. you can't drop points on that one. Wie wenig Punkte die insgesamt dadurch erst gesammelt haben. Also, Yeah, so it's about coming up with these silly, fun challenges Denk, and wenn's thinking gut about how we gebalanced ist, wie can gesagt, make that dann work kommt dazu. in a car. Yeah. There's keen observers will probably notice that there are some similarities with the Forza Online feature in Forza Horizon 4, but it has massively evolved since then. There is so much more to get stuck into. Yeah, Do you really. still wenn ihr have Probleme Forza mit YouTube habt, tut mir das We leid. do, yes. The Forza Shop returns, and gesagt, still da is kann a ich great nichts way machen. to get hold of those liegt really nicht an hard to mir. find items, and you can earn Forza points by completing Horizon Arcade. Very nice. And what happens at the end? It was always quite sad. Everyone always gathers together in four for these Forza-thon moments, and then you'd all sort of just like disappear off into the Forza Horizon, and you wouldn't see each other again. Is that the same if we change that? Do you want to take that one, Anna? Yes, we did change it. So as soon as you finish one of the Horizon arcades, you now get like a prompt to join convoy with everyone you just played with. And if you agree to Oh, that, nice. there's going to be a route set to the next event, because they don't just stop. Like you can carry on one after another, just go do another one with the people you just played with. Könnte man fast schon ein eigenes Format machen, lovely. I'm a big fan of quasi mit der Kolonne einfach Arcade, weißt What du, was von this einem task? zum Ja. Was nächsten, it so was nach dem to Motto. smash fences, or So were you statt on the next we did smash Minispielfolge fences, halt then mal it so was eine a wreckage. Arcade-Folge oder so machen. Okay. Gefällt dir Yeah. das? Einfach mal so die Smash Frage schon mal fences direkt in and die smash Runde. anything. This poor town. The Horizon Festival has a comprehensive insurance policy, which will That's the small print in there. all right, so the next one up is earn an awesome skill chain, and I think with that, it might be time to move on and do something else. Aber das können sie Next nicht. up, what is it? It's the Baja Circuit. Oh, exciting. So we've gone through loads of different game modes, and now it's time to look at some good old-fashioned Nice, racing. gut. You mentioned we're going to the Da machen wir Baja das auf jeden Circuit. Fall. So where is In den that on the Anfängen auf map? jeden Just Fall. for any map fans in chat, and what are we going to be doing there? Yes, map fans, it is over towards the east of the map in the Baja Desert. Lovely. Sorry, west. Thanks, Andy. Yeah, The other east. the other east, yes. It's east of somewhere. True. Es geht ja nicht um die erste Folge, es geht ja nur darum, ob man das als Sorry Folge about macht. Here that. it Yeah. So here we are. So this is the Baja Circuit then. What do we know about this, and what could you tell us about it?
So the Baja Circuit was actually designed by none other than Andy Baranowski. So I think he might be best placed to tell us a little bit take it about away, it. Andy. Yeah, well, I was very Erinnerte halt excited auch to, indirekt to irgendwie so eine design this. Breakfast-Strecke, I ne? looked into a lot of the Ich motorsport finde venues interessant, dass that das they ein had Minispielgebiet in, ist. in the Baja region and also sort of the southern states of America, and sort of tried to create my own. Ja gut, der Offroad-Park, was ja auch so eine halbe Strecke ist, ist ja auch ein Minispielgebiet gewesen. Ne? With loads of big jumps. Wow, someone Ja. just jumped over the Ah, top guck of mal, me. die Szene kennen wir. Yeah, and Ja, lots das of haben sie different uns layouts as well. nachgeschaut. So hopefully the community enjoy making the races that they want to make with that as well. So we've got the circuit itself, we've got this flat track oval style Da machen jetzt halt diese Trophy-Trucks halt auch richtig Sinn zu fahren irgendwie, ne? Awesome drift, sorry, Ja. on the way. Weil die fahren ja auf solchen so Strecken. yeah, hopefully lots to explore. It's also a Ich hab doch playground richtig games Bock, arena as well. Is that right? irgendwie lovely. mit Muscle Cars lots of ein different Event zu game fahren. modes to play around. Ja, so alte Muscle Cars, ne? So ein bisschen Brilliant. auf So Yeah. anyone who's Rally eagle-eyed Offroad on the umgebaut, rest so of the ein streams, bisschen you'll now notice that there isn't just so one but klassisches two altes Oval racetracks Racing. in this world. So how important was it to incorporate both of them into the world design? Tobi, das ist eine so YouTube-Sache. that sort of, Das haben die came off irgendwann the mal back umgestellt. of our Lego expansion map and the popularity of that Lego Speedway that was made. It was a great hub for all of the different gameplay. We had the drag strip there, that sort of oval circuit around the outside, and, Genau, klassisches Stockerrennen, it went down really well. So we thought, we're going to go for that again, put another circuit in, Albert, and why not double man down on spricht it es and Baja have, aus. the dirt Baja circuit wird's as well. geschrieben. So, yeah. I imagine it was quite fun, sort of, as you were designing it, coming Baja. up with it, imagining all the possibilities that players could have on there, especially as you say it being a playground game map as well. Yeah, that was it. And making sure that you can sort of traverse across it as well, putting a jump in it. Oh, no, that jump's way too big. We've got to dial that back a little bit. and, you know, sort of striking that balance between fun, realism, and, all of the sort of experience. Es wird 603 Straßen geben. Oh, sind es mehr geworden? Yeah, absolutely. And I suppose I have to ask as Oder well, weniger? sort of how has the online race experience changed in Forza Horizon 5 Aber as letztes well? Mal nicht bei As we see 500 more and more of these races irgendwas? and experiences, I'd love to know Guck how it's nach. evolved over time. Well, do you want me to answer that as well? Go on, Andy. Yeah, you're on a roll. Yeah, well, online we'll see, I suppose. What aspect? 562. So it's online racing. 562 war das letzte Mal, weil Triple meint jetzt, er hat Sorry, 603 I gesehen. was going to go into an AI chat. 17 von 603 stand da. Ah, es sind mehr that's Straßen not geworden. online, is Ja, it? da That's sieht man halt wieder mal, ist halt noch nicht final entwickelt. Ne? Why don't you Die go bauen to noch aus. AI anyway? Ja, As- bauen noch as- I'd love to as- hear as- about as a- AI, Andy. Yeah. So the AI racing has had a massive overhaul as well. I know that Marco spoke a lot about the physics side of it last week, but we've been working really hard on the AI to improve the way that they match you and your car, and you can have the closest, most enjoyable race experience possible. So it's going to be really interesting to see how people find the balance. Ich denke halt, dass der Counter noch nicht final war, das letzte Mal. Ne? Das ist wie halt die Autoanzahl, die wir gesehen haben. To get the most out of Unbeatable as well. See if it is Looking forward unbeatable. to it. And then again, this leans into the whole social stuff that we've mentioned. And I know we mentioned earlier that Anna, you're involved with the gift drop and is it kudos as well? I was wondering if you could maybe tell us a bit more, give us a bit of an insight on that process that you have with it. So kudos is like our little social currency we have now in the game, where you can earn them by doing nice things to other players, like Noskin helping am them do 9. November. something, or sending them a gift drop, or being nice to them in a race. So like when you're playing Horizon Open, for example, you can give kudos. You can say thank you to someone who, I don't know, didn't ram into you and didn't push you off the checkpoint or something like that. Thank you for not being a jerk, basically. Rewarding people for being good. Is there a competitive element? Like, do the kudos system like display on your profile? Is there? I'm essentially thinking of someone who gets quite into collecting things. Is there a clout aspect to telling people I have this much kudos? I'm really, really good, and everyone loves me.
Yeah, exactly. You can see it on your storefront. So if you are one of those players that likes to create a lot of UGC or likes to flex within the game, that's usually a great place to do it. And that's somewhere where you can see Der Link your ist total da, wo convoy die count. aktuelle Autoliste zu Sorry, sehen your total ist. convoy count? Your total kudos count, we should use our terminology correctly. I think one of the great things about Anna's features as well is that she always makes her features interact with each other in really nice ways. So Link, one of the things you can do with Link is ask for help finding a barn find. So if you're inside that barn find circle and you just can't find it, Link will pop up and say, does anyone know where this barn is? And if someone else is in the area and has found it, they can select, yeah, I can show you where it is, and it just adds a little clue on your map so you can go and find it. Nee, and komm, then, Ralf, ich habe euch nur gerade and den then you Link get the option rausgesucht to zur say thank you, K-Liste. your thanks, and it gives that person a kudos for helping you out. Shall Okay, we? and how does gift drop work into that? That is a great question. So, Sag's ja aktuell noch nicht, aber I'm wir gonna do the müssen gift drop. warten, Do you die wanna talk Liste through ist ja it? noch nicht final. Yeah, so gift drop is if you can send cards to other players, you can create like really nice liveries and tunes, attach them to the car and kind of send it. And then when the player receives it, they can say thank you, and that's what gives you kudos as well. So earlier on the Forza Monthly, I made this lovely car. It has a paint job, it has some upgrades on it. It's a really sweet rally spec 911 GT2 Gotta say, RS. big fan of the color, by the way. I do like the color on Cool, that dass one. man auch It die almost Reifen oder die matches Dinge the schon sieht controller, im kind of Icon, almost. hast du gesehen, bei den Autos. There's a theme Wo here, es halt everyone. Offroad ist oder Carry dass du on. als Spieler direkt auch weißt, wie habe ich es So denn when you aufgebaut. selected the car you want to gift, you Das ist can echt gut, select kind of who the gift Okay. is going to. So you can't select like Anyone, a new specific players, person, but you can select any like players. new players. So it's going to go to someone who just joined the game, or someone like community contributors. So that's people who received a lot of kudos. Well, you're kind of thanking them for making the community feel great. And then when you selected the theme, you go into the message, and every theme has their unique messages, kind of in line with what you're giving the gift for. So you can pick a message here. And then you can sign it, so you can pick to sign it with your player name. So this is the name that you pick from like this big select we have in the game. Or you can sign it with your gamer tag, or just unsigned, and no one will find out who sent the gift to them. An anonymous gifter. Yes. I And love here that. you That's so can like nice. look at the overall picture of your gift, how it's gonna look, what you're sending, what the message is, and then send it. And then send it away. It gets me a warning. Yeah, don't show that again. I don't Ah, need das Auto ist warnings. auch weg dann, okay. So that removes it from your garage, does it? So it isn't sort of like passing clones around. This is an actual trade of vehicles. It's a gifting of vehicles. You're giving it away. Okay, das ist interessant. I love that. Very interesting. Wonderful. Yeah, it's everybody knows that the Wird Forza auch ein community Format is full werden. of really awesome Fahrst du people, dann durch die so we Welt, know bis that, du ein Auto features like Ja, this quasi muss das man Auto mal musst gucken, du wie es dann halt finden. wirklich in, Really gonna funktioniert sing dann for komplett. those, Ne? those players. Das ist halt immer, really love getting into it and giving oder back ich to werde ja auch the oft community. gefragt, think was für it would be Formate nice wir machen to wollen use- oder das oder jenes. Wir müssen erstmal It gucken, would was be a nice bietet uns das experience Spiel when you like für to join the game and then Rahmen. someone Und aus diesen können wir dann halt Formate sends you a entwickeln. gift Ne? and Also, you go Ja. and receive it, and there's like little message being like welcome to Horizon. It kind of makes you want to send another one as well and like pass it forward as well. Yeah, absolutely. Completely agree. Was there anything else you wanted to show off? I mean, we're coming up to the community Q&As, which I know chat are very, very excited about, but I want to make sure we've gone through everything on the list before we dive in. I think we're calling it there. Yeah? Okay, no, Tom wants to try and do a race. Go on then. Tom being the MVP off cam of this stream I'm today. Currently not in your convoy, Tom, so let me try and join you. Do we know what race Tom wants us to do today? He wants us to do this Baja Circuit that Andy made. Oh, okay. So it says I'm unable to join your convoy because it's full. So I guess I'll sit there. You've been muscled out. Is anyone else in the convoy that we could see? Fabian, Andy's in it. müssen wir alles abwarten. Ja. Aber ich glaube, er wird am Anfang eher nicht so stabil sein, There leider. we go. Wie das meistens war bei den neuen Forza-Teilen. Get in with us as well. Yeah. Anil, nee, noch nichts zu BMW bekannt. das Wir haben auch noch keinen gesehen. Try one more time. Have you had the same thing, Anna? All right, I'm The in, live I'm stream, in. folks. Don't forget, live stream and all. Cool. There we go. Yeah, so we are playing on our actual dev server. So what happened is probably someone in QA accidentally joined our convoy and forced us out of it. So Someone just really wants to play.
Yeah, so when Konstrukt, we play ja. on retail in Forza Horizon Das ist 4, das we Tube often get that where Dynamics people Body try Kit and join our session. gewesen. And I guess that can happen in Interesting. a development environment as well, where people on a team can Right. either intentionally or unintentionally join the group. Mike, you might have to take up the baton here because I've lost my convoy now. So Moritz, ich glaube nicht, nee. there we go. Are we starting, Tom? So as we said at the start, this is a dev build on dev servers. We promised you that Tom's something would go disembodied wrong. voice off camera is wonderful. It's all fine. Don't worry, everything's normal. Here we go. There we go. Ah, I've missed it. Andy's missed out. You're too slow. He might still join. After all of that, it was Andy that missed out. Yeah, how does He's that come work? back to prove Max nur die, himself die in a in der race. Liste He's not stehen, even die in ich it. reingeschickt habe. All right, so I've obviously been stitched up because everyone else in a faster car than me. I'm looking over at Tom on the race setup for this one. So, Tom. but it is a showdown. It's a showdown, so I get a head start. All right, let's go. That's good then. Yeah, I'm joining you on the commentary team, Charlie. go on then. I'm gonna. Well, take it away. You know all the intricate details, Andy. By all means, I Was can ist take jetzt a back passiert? seat on the commentary. Das You're ist the ein expert Showdown. in the box All today. right. Well, this was really interesting because Wir haben die Sicht gewechselt und weil einer hat in der B-Klasse war, ist der von den anderen gestartet. versus the rest of the field in the Ach A-Class so, cars. That was a deswegen. good, what, 15 seconds head start? I think you had Jetzt, there? okay. Das haben wir You auch can hold it irgendwie over 2 laps. nur in Horizon 3 mal Ja, gemacht das und ist dann a nie lot wieder, ne? Die It's a long, Showdowns. it's a long old circuit. This one. Ich habe das in Horizon 4, ich glaube vor einem Monat oder so, einmal genutzt für ein We're watching Achievement. Anna now, Okay. just about to go through Go on, Anna. the Horizon banked 3 kann ich mich hairpins. auch nicht dran erinnern. Very difficult circuit. It was, Auch da it kam was es left frisch there. rein, diese Geschichte. Da haben wir das bei Drag Races und so alles gemacht. There Aber we das go. hat irgendwie nie so richtig Mike's funktioniert, getting weil away die mit pretty dem, well. This is, weil die langsam meistens gewonnen making haben, some weil der good Vorsprung progress. zu krass war. Oh, gut. Well, people always like to tell me in chat how rubbish I am at the game, so I wouldn't mind actually Yeah. winning this one. Exactly. There have been a couple Fs so far. you did better than me by actually starting the race. So, Bruce, nee, das war heute ja auch nicht auf der Agenda. yeah, never mind. Wenn die können ja Andy, are jetzt there nicht any cool jeden features Let's of Go this Stream race? neue Like, I don't know, Autos maybe some zeigen. of the So, other ich meine, das turns Spiel based bietet off ja noch andere anything of the Features. Ist ja research logisch, that dass sie you've auch done andere or any Sachen. elements around it? Yeah, there were a few series in particular of sort of off-road Pro 2 trucks, with the main ones that I based the circuit on. Tobi, weil die and Entwickler they're sind all und nicht sort of permanent racetracks. Ja, I don't know. Yeah, Okay. and I sort of adapted and Ich took finde, sie haben bits sich that I liked verbessert. out Ich of meine, them guck dir mal die and configured it into a layout that I Streams thought oder was, Videos as von intricate älteren and interesting as Forza-Spielen an. possible. Das ist sehr, sehr schwierig I had anzugucken. to sort of Ja. adapt it Also in das some ways ist schon to deutlich besser, was take sie da out some machen of the more mittlerweile. cruel parts of the circuit that it make real Ich bin ehrlich, mein world racing, Offroader-Herz you know, schlägt bei dieser Strecke as gerade echt technical höher. and challenging as it was, Ja, das ist but I geil think auf jeden it's, Fall. It's kept some really cool bits. Where Mike is at the moment, there's a really good das Banking auch water drin splash und on the so. inside that if you want to take that low line, you can dip a wheel in and Anil wissen wir nicht. tighten up that corner. Cool off your brakes. Einfach mal abwarten. Nicht verrückt machen lassen. Mike, I've got to say, you're doing very well so far. They're only one turn behind me. I'm being very quiet as I focus and try and win. Yeah, he's got about half a lap to survive, and they are really bearing down on him now. Have you Who got is to the it that's point? in the convoy today? I feel like I need to ask. Did you say we've got Ja, other Mungo, devs irgendwas today? we got a Interessantes mixture ist meistens of dabei. Es sind halt so, QA, von 10 Fragen sind halt and Chris is 4 in there as gut well, und vehicle 6 sind handling. halt so, wo man denkt, ja gut, das weiß So man basically, eigentlich schon. everyone Aber, has a want to oder try halt and make nicht sure interessant. Mike Aber does das it ist ja auch well, immer, Who is it essentially, that's, is what Joe, you're trying kommt ja immer Oh, drauf an, it's aus Joe. welcher Jangle Sichtweise Joe man das on the sieht. Ne? forums, but also works Oh, I know Jingle Jangle Joe. Yeah, oh, he nearly made it. Very Wow. good. Well done. Sorry, Jingle Jangle Joe. Yeah. Maybe next time. Second is the first of the losers. I've never heard it said that way, and that is cruel. Very good. Well done. Nice race, everybody. Andy, you was one race, so maybe on the next stream, okay, bud? Next time, yeah, I'll actually make it into Yeah. that one. I'll hold you to that one. Right, it's community Q&A time. Is everybody ready? Let's go. Sind wir. Perfect. Right. Okay. So as I said at the top of the stream, these are questions all came from social media. So we're going to start with Tafiro971, who asked, I heard that Forza Link will be adaptive to our status and other players' status. But I just want to know, will it also be adaptive to the seasons, time, races, places, and anything else? That's one for you, Anna. So the way Link works is there are certain conditions that were picked that will determine what options are going to be available, and places are absolutely one of those.
So like when you near a bar and find, like it looks at what nearby, and different options will become available. Like when you're near a bar, you can ask someone for help. And then like if you're in playground games, for example, it knows what mode you're in, so you can give like commands or ask for help. So you can ask, you can tell your teammates that there are like zombies around the corner, or you can tell your teammates to go and infect them. This is kind of things that you can do with Link. Lovely. They mentioned seasons as well, didn't they? And it obviously does. It pushes you towards season events as well if you haven't already done them, doesn't it? Yes, So, yeah. absolutely. Like it looks at what is available right now, and you can suggest it to other players and go do seasonal events with them. Call of Duty, So that's like Gamer, the playlist war stuff, doch right? erstmal ab. Yeah. Okay. Wonderful. Okay. The next question comes from Hachiko Akita, who says, "Will we see the auction house feature in Forza Horizon 5 or just the auto show?" Yes, the auction house returns. Had a bit of a lick of paint. It's been all modernised, but yes, the auction house is back alongside the auto show as well. Perfect, wonderful. Next question comes from David, or maybe David, and they said, will the street scene be any different? And if not, how will it work? Racing for cash like in Forza Horizon 1, featuring midnight battles like in Forza Horizon 3, or just road racing with traffic like Forza Horizon 4? Very much showing off their knowledge of the Horizon series here in one question. I'm a fan of that. It was a really multi-layered question, wasn't it? Maybe it's something completely different. You don't know. So the street scene does have its own festival. There's already a street racing scene in Mexico when the Horizon Festival arrives, which you'll meet as part of the story. And then there's a bit of a collab between the local Mexican street scene and the Horizon Festival to put on some events and set up a festival, which is a really awesome looking festival. It's a great place to hang out and a great place to take photos at night because it has neons everywhere. Gorgeous. Can't wait to see it. Das beantwortet die Next Frage question jetzt comes zwar nicht, from aber... Viper, who says, in previous live streams, the updated livery system has been briefly mentioned. Can we get a glimpse at the customization options of the updated livery system? By the way, keep up the great work. Thanks, Night Viper? Thanks, Night Viper. We will try and keep up the good work. And yes, if you were watching around about an hour ago, you'll have seen us looking at the improved livery editor on the Forza Monthly. If you weren't around about an hour ago, then, was it an hour ago? 2 hours ago. 2 hours ago. Oh my gosh, doesn't time fly? Like that, yeah. You can check that out on Twitch and YouTube and wherever you get your VODs. Wonderful. Next question comes from Donny Corral Jr., who says, will we be able to import liveries from the past Forza games in Forza Horizon 5? Yeah, that is a feature that we have. There you go. Perfect. Confirmed. Simple as yes, you absolutely can import them. And then the last question of the show today comes from Fallen Wolf, and they ask, or they say, it's amazing to show the works of Mexican artists in the game. What prompted you to do so, and what was their reaction to the idea? Yeah, so I've talked at length about why we chose Mexico as the location. It's massive, it has amazing diversity. There's a big list of things. One of them is the culture. And inside the culture is the music, the art, the people. And when you explore Mexico and you start gathering reference and research materials, you notice that culture and that visual art that I think is known the world over really is all over the place in Mexico. These beautiful murals, they're not like on every street corner, but you see them as you're moving through Mexican cities. And that was something that we wanted people to be able to discover in the version of Mexico that we were creating. So we reached out to a number of artists from across Mexico to try and touch on the different regions that you'll be able to visit in the game so that it will be filled with the culture of that particular area of the world. Also, das sind aber halt einfache Fragen zu beantworten. They were thrilled to be a part of the project. They were really excited as soon as we spoke to them, and we couldn't be happier with the end results. And I think players will really enjoy going and hunting down those murals in the game world as well. The ones we've seen so far are stunning. Nur, das as well. wird, denke ich, So I can't wait to funktionieren. see what else there is. And unfortunately, it breaks my heart to say it, chat, but that is all we have time for today. So if you want to keep up with all the latest Forza Horizon 5 news, updates and details, that's not one word, on more Let's Go live streams by following the Forza Horizon social channels right now. And as always, thank you so much for tuning in. We will all see you next time. Everyone, join me in saying adios. Bye. Oh, das muss man nicht nochmal gucken, aber wir werden ganz kurz mal für diejenigen, die es verpasst haben, ich denke, Andi kann mir da ganz gut joinen.
werden wir den Forza Monthly, den Abschnitt, was gerade eben auch nochmal von Mike Brown, ja geil, jetzt muss ich erstmal Werbung gucken. Moment, das machen wir mal weg. Werbung mache ich hier nicht für irgendwelche Sachen. Wir gucken uns ganz kurz die Szene nochmal an, wo sie den Livery-Editor schon mal gezeigt haben und teilen auch des Tunings, weil ich glaube, das ist für viele auch sehr interessant. Ich gucke gerade die Stelle nochmal raus. Da. Ja, sag mal einfach einen Timecode. Ja, 1444. Okay. So, jetzt kann ich das auch wieder groß machen. So. Sehr gut. Carles ist aus der Bio verschwunden. Welcher Bio? Adblocker. Ich nutze doch keinen Adblocker, Leute. Also, sorry, Leute, aber die kurze Werbung mal anzugucken oder wegzuklicken, sollte doch kein Problem sein. Ich meine, so funktioniert das ganze YouTube. Also, na, wenn du Adblocker nutzt, lässt du quasi zu, dass wir zum Beispiel nicht irgendwie über Werbung finanziert werden und so auch kein anderer YouTuber. Und naja, wenn du halt bedenkst, wenn das Leute sind, die das nutzen, um oder davon leben, das beruflich machen oder so, und du dann denen quasi, nur weil du irgendwie zu schade bist, 5 Sekunden Werbung mal durchzuklicken. I don't know. Klar, es ist eine Entscheidung, die jeder selber treffen muss, aber ich finde, die Werbung tut keinem weh, die unterstützt die Leute, es kostet dich nichts, außer ein paar Sekunden Zeit. Und wenn du guten Content guckst, dann unterstützt du doch über diesen Wege sehr gerne die Creator. Also, aber gut, nur meine Meinung. Ja, oder halt YouTube Premium kaufen, genau. So, du bist ready? Dann gucken wir Jawohl. das nämlich mal an. Alles klar. Dann 3, 2, 1, go. You are selling yourself short. So, das ist vom Forza Monthly Stream. Da haben sie ein bisschen was gezeigt zum So before we jump into the paint shop, I was just after checking out some of the new upgrade parts on this. Ja, ihr guckt einfach selber. Also die haben halt zum Editor ein bisschen was gesagt, ein bisschen was zum Upgraden, zum neuen Interface und so weiter und so fort. And some sweet new upgrade parts there. Exclusive reveal here on the Forza Monthly. Anyway, enough of the G. Let's get out of that. Unbe, du kannst es ja wegklicken oder muten. So Wo ist denn das Problem? I'm gonna jump into my Porsche. Und immer ein Überspringen-Knopf bei so langen Werbungs. Also. Alright. Any reason in particular for painting up this one? Frag mich, wie ihr früher gelebt habt, wo ihr nur Fernsehen gucken konntet. Also, Ja. die Diskussion finde ich ein bisschen schwach. That is available on this car. You can get yourself a Duke Dynamics kit, which makes it look a little bit more aggressive. It's super cool. Manuel, Dankeschön für die 5 Euro in den. Da haben wir jetzt das Bodykit auch gesehen. Das sieht so böse aus. Ja, das ist richtig geil. Finde ich auch richtig gelungen für den GT2. Yeah, Manuel, Dankeschön für die 5 Euro in Superchat. Und ja, Motorsport 8 ist ja in Entwicklung. Wird halt nur Motorsport heißen, aber da müssen wir noch ein bisschen warten, bis es kommt. I went with this one because I'm using the new Forza Horizon 5 limited edition controller, and I thought I'd use that as the base inspiration for Nee, Chocolate, das hat mit dem gar nichts zu tun. First of all, Wirklich nicht. Ich habe auch bei Twitch keinen Adblocker an oder sonst wo. Oder sonst auf irgendeiner Website. So funktioniert das Business. Nur vielleicht was anderes zu dem Thema. Ich verdiene mit YouTube kein Geld. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Adblocker benutzt. Weil das ist halt eine der einfachsten Methoden. Ich habe jetzt gerade mal kurz gestoppt, weil wenn jetzt hier gerade ein anderes Thema kurz aufgeht. Okay, ja. Ich spule nochmal ganz kurz auf 16 zurück oder beziehungsweise da, wo er das Bodykit anbringt. Nochmal 15, 24 mal ganz kurz. Also ganz kurz, ich will das Thema nicht lang behandeln, weil um das geht's nicht, ja. Ihr könnt selber euch überlegen, ob ihr das nutzt oder nicht. Ich halte davon nichts, aus gesagten Gründen. Weil, wie gesagt, das ganze System funktioniert so. Wenn jeder so denkt wie ihr, würde das System nicht funktionieren. Am Ende des Tages würde niemand mehr YouTube oder Twitch machen. Und dann, ja, ist halt das Thema erledigt. Und so ist es ja nicht nur hier so, sondern das ist ja auf jeder Website so, was Werbung schaltet. Über Werbung finanziert sich halt das Ganze. Das ist halt so das ganze System. Und deswegen sage ich halt, ich schalte die Werbung mit Adblocker nicht weg, sondern ich lasse sie. Ich kann selber sondieren, was mich interessiert oder nicht. Wenn da Werbung ist und aufblinkt, so what? Wenn es mich nicht interessiert, klicke ich nicht drauf. Ich habe, glaube ich, seltenst auf irgendeine Werbung geklickt, die irgendwo mal lief.
Ich weiß aber, für was sie da ist. Ich meine, wenn im Fernsehen Werbung läuft da auch aus einem guten Grund Werbung. So finanziert sich vieles im Fernsehen. Und das hat damals ja auch, also klar, gestört ist vielleicht das falsche Wort. Klar hat es immer genervt, wenn mitten im Film Werbung kam. Aber nichtsdestotrotz weiß man darum, warum es da ist. Ja? Und ja, schlussendlich, ich will niemandem was vorschreiben. Ich sag nur, man unterstützt ja damit auch Leute. Und deswegen sehe ich das halt dann einfach auch so irgendwie an, dass ich halt eben nicht irgendwelche Drittsoftware nutze, die das blockt, weil das ist nicht Sinn und Zweck. Ansonsten kauft euch YouTube Premium, dann unterstützt ihr den Creator auch und habt keine Werbung. Also einfache Geschichte. Ja. So, also wie gesagt, ich bin da keine Böse drum, jeder darf das selber entscheiden. Nur bitte verschont mich vor so, ich muss leider so sagen, so dummen Aussagen einfach zum Teil. Ja? Also entweder ihr nutzt oder ihr nutzt nicht, aber wenn ihr es nicht nutzt, dann ja, also egal. Lassen wir das. 15:24 machen wir weiter in 3, 2, 1, go. Any reason in particular for painting up this one? The real reason is one, because it's one of my favorite cars in the game. Secondly, because I Dass die Werbung scheiße ist, müssen wir nicht drüber reden. Aber das kann man ja auf stumm stellen kurz. Ne? So, da sehen wir nochmal das Kit. It's super cool. I just thought I'd sieht schon wild aus. Appreciated. Auch dass die Endrohrer in die Mitte gehen, ist so ein bisschen GT3-Style. But let's go jump into the paint shop. Ja. That's what we are here for. Right. Yep. You got your you going with this base color here, this nice fluorescent yellow. So yes, this is actually one of Porsche's stock colors. I think they call this one race yellow or racing yellow. I went with this one because I'm using the new Forza Horizon 5 limited edition controller, and I thought I'd use that as the base inspiration for what we're going to create here today. First of all, regular Forza painters may know das neue Menü auch geil und aufgeräumt. In the UI. This is the first time we've really revisited the layout in a number of years, and we kind of wanted to bring it in line with kind of the user experience that people might expect in a modern day painting package such as Adobe Photoshop. First of all, you've got this. If you're used to having the layers along the bottom of the screen from left to right, we've moved that over to the side of the screen in a vertical stack so that as you're applying those layers, the order of them makes more sense. So let's see what I mean by that. I'm just going to grab one of these now. As I said, I'm going to try and do something based on the Forza Horizon 5 controller. I've probably already massively oversold my artistic abilities there. But let's start. Ja, was man halt interessant schon mal zusammenfassen kann, ist, es gibt ein paar neue Features im Design-Editor, wie halt das Spiegeln auf die anderen Seite, das wird er nochmal zeigen. Also es gibt jetzt halt wirklich ein Spiegeln und es gibt ein Rübersetzen. Also, ne, dass es halt einmal wirklich 1:1 gleich ist auf beiden Seiten oder einfach nur das Layout gedreht wurde. So, das finde ich halt eine ganz coole Neuerung, weil das muss man dann immer händisch meistens machen, wie bei Sponsoren oder so, wenn man eigene gemacht hat. Und was auch ganz interessant ist, was er da auch zeigt, ist, dass die Auflösung der Liveries außerhalb des Livery-Editors in den vergangenen Teilen meistens ein bisschen pixelig waren. Das ist jetzt nicht mehr so im neuen Horizon-Teil. Das heißt, die Liveries werden sehr, sehr detailliert weiterhin noch sein, wenn man außerhalb der Welt fährt. Ja? Also gerade wenn man sehr präzise Liveries macht, ist es eigentlich immer so ein bisschen schade gewesen. Im Festival sah es geil aus und wenn man raus ist, war es kompletter Pixelbrei. Und das ist jetzt halt nicht mehr so. Aber das zeigt er dann auch gleich nochmal. Yeah, I was about to say, you can do it quite quickly, can't you? You're managing to go in between all these tools really fast, which is... I'm going in between really fast. Still doesn't look very good. Ja, Noah, mach's gut. Oh, this is about as good as it's going to get today. Danke fürs dabei sein. Oder waren. Pay for this. But once I've selected them, I've grouped those layers together. I can Tobi, nee, habe ich auch schon geguckt, ob es da irgendwie sowas gibt, aber es sieht wieder sehr nicht danach aus. Jetzt haben wir es gerade gesehen mit Mirror oder Right to Left. Once you get into that rhythm, it does make creating Liveries that much easier, that much faster. Wo war ich jetzt? Bin kurz raus gewesen, sorry. Also nee, genau, also das Tobi, das gibt es nicht mit Hochglanz, Matt, Chromfolien, irgendwie sowas. Also das habe ich nicht entdeckt in dem Menü. Ich habe den jetzt mal durchgeskippt. Also es schaut nicht so aus, als ob das drin wäre. Was natürlich schade ist, da sind andere Livery-Editors da ein bisschen weiter voraus. You get out into free roam and then the realities of having to stream that around the world, it can get a little bit pixelated. So remember this, we'll take a look at that in a sec. But before we go out and take a little drive,
I did want to show another cool feature. So I'm going to save that to my car. Ja, Chocolate, das ist ja schon angekündigt, dass es mehr Bodykits geben soll. Ich meine, gutes Beispiel, ein GT2RS hatte vorher kein Bodykit, jetzt hat er ein Bodykit. Oder auch die Anbauteile gerade. Genau, so, jetzt zeigt er halt, dass es doch deutlich mehr Reifen gibt in Horizon 5. Und ja, ein bisschen auch jetzt im Tuning-Menü nochmal, was man schon in Teilen schon mal gesehen hat. Ja, Justin, genau. Down at the bottom of the screen, down at the bottom left, you can see that all of our cars now have an off-road score. That is the bottom one of those stats. On this car at the moment, it has an off-road score of 4.3. That's out of 10, so that's not a great score. But I can quickly slap on some rally springs. You see straight away the car lifts up straight away, gives it that little bit more clearance. It's going to eat up all those. Er fehlt, das wird rein rechtlich nicht gehen, einfach. There is another one as well. I could go for drift springs, which does the opposite effect. It lowers it. Beziehungsweise da müsste man rechtlich andere Sachen abdecken. Rally springs. Weil du müsstest ja die Bilder irgendwo hochladen oder du müsstest eine Software entwickeln, die das Bild in Vektor umwandelt oder so. Das ist alles ein bisschen zu komplex. So, eben genau, das haben wir extra Semi-Slicks, die es jetzt gibt, oder eben extra Driftreifen für Drifter. Gibt es jetzt extra Driftreifen, da bin ich auch mal sehr gespannt. Und eben jetzt gibt es Rally, Offroad und das links unten schaut natürlich stark nach Winterreifen aus. Und das ganz unten am Ende ist halt ein Trackreifen, ja, wie man es ja schon kennt. Innenraum verändern? Nee. Das wäre geil, aber nee. Ich glaube, das würde auch den Rahmen sprengen dann irgendwann. It's been in Horizon 4 and Forza Motorsport 7 since then. So it's a car that people probably are familiar with the performance of. Ja, mal gucken halt, wie dieser Driftreifen funktioniert, ne? Also, ich bin mal sehr gespannt. Aber die werden sich ja schon was überlegt haben, wenn sie den reinbringen. Ja, auf jeden Fall. Exactly, just a couple of upgrades and we've made it off-road ready. And those upgrades are available for more or less every single car in the game as well. So if you're a big fan of any street car, you're a 350Z. If you want to make a 350Z and you want to think, right, I'd normally take this. Das ist halt ziemlich verpixelt, das Ganze, aber das liegt halt an der YouTube-Aufzeichnung. Ja, man sieht jetzt halt natürlich, dass er Offroad, also ich finde, man sieht es direkt, dass er Offroad schon sehr ruhig fährt, das Fahrzeug, nur weil er Offroad-Federn und Offroad-Reifen draufgezogen hat. No problems whatsoever. Es ist dann natürlich auch spannend, was man im Feintuning noch tweaken kann, um es nochmal zu verbessern. Ja, definitiv. There we go. Did we get a look at the livery up close in the world? Oh yeah, good shout. I forgot about that. Gab es nicht schon Driftreifen? In Motorsport gab es, glaube ich, Driftreifen, oder nicht? Ich bin aber selber gerade nicht sicher. Nee. Nicht, dass ich Das ist nochmal in der Open World, das ist relativ, also gerade die Farbkleckse, die er gemacht hat, doch relativ scharf jetzt aussehen. No pixelation at all, just really holds up, perfect quality. Yeah. Just like being in front of a real car with your own eyeballs. Well, I am always impressed by what Fisherman's Lens? Nee, eben, genau, das geht nicht. Wie schon gesagt, das hat vielerlei Gründe, schätze ich mal, warum man das nicht so einfach machen kann. So, das können wir jetzt stoppen. Das war's damit. Ja, also das war das Neue heute, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Wir haben ein bisschen was zum Multiplayer gesehen. Nochmal das, was wir ja im Prinzip schon wussten, ja, also was wir, glaube ich, schon im allerersten Infovideo schon rausgesaugt haben aus den bekannten Informationen mit dem Arcade, mit dem, ja, jetzt fällt mir die ganzen Namen nicht ein, nicht Adventure, sondern, ja, wie auch immer, mir fallen die Namen, wie gesagt, nicht ein. Ja, Open, genau, und so weiter. Also das haben wir ja alles schon irgendwo zusammengefasst gehabt. Jetzt hat man es halt zu Teilen schon mal in Action gesehen. Gerade Arcade, nochmal verschiedene Modis und so, das haben sie ja schon gesagt. Auch nochmal ein bisschen was zur Welt hat man gesehen, was schon sehr cool ist. Im Prinzip jetzt aber nichts, also wie gesagt, wenn man jetzt seit Tag 1, seit es angekündigt wurde, das Ganze verfolgt oder unsere Infovideos verfolgt, würde ich jetzt behaupten, dass man nicht viel Neues mitgenommen hat, sondern vielleicht nochmal ein bisschen mehr im Detail ein paar Sachen mitgenommen hat, aber jetzt nichts grundlegend Neues. Liegt aber auch vielleicht daran, weil wir schon super viel wissen zum Spiel. Noch nicht alles, was wir gerne wissen wollen, aber immerhin schon mal einiges wissen. Und natürlich ist es jetzt halt auch nur noch 1,5 Monate bis dahin, ne? Also ich meine, das Spiel muss jetzt so langsam in die finalen
Schritte kommen. Und ja, mal gucken. Also wir werden nochmal zusammenfassen, denke ich mal, in einem Infovideo so die wichtigsten Punkte. Könnte sein, dass es diesmal vielleicht dadurch ein bisschen ein kürzeres Video wird, kann man aber noch nicht sagen. Ja, ansonsten habt ihr noch Fragen oder irgendwas, was euch unklar ist, was wir vielleicht aber aufgeschnappt haben oder so. Also noch sind wir ja live, also können wir es ja auch noch nutzen. Ansonsten an alle, die abhauen, wünsche ich natürlich einen schönen Abend. Schön, dass ihr dabei wart. Danke auch für über 700 Däumchen auf den React-Stream. Vielen lieben Dank dafür. Und genau, keine Demo, das haben sie letztes Mal gesagt, vor 2 Wochen, das ist sehr schade. Gründe sind aber, denke ich mal, zu verstehen, warum. Tobi, das hat, glaube ich, gar nichts mal damit zu tun, um nicht zu viel zu verraten, sondern wie alles, was so öffentlich irgendwie ist, glaube ich, ist da halt auch eine gewisse, ich sage jetzt mal, Agenda dahinter, was sie halt verfolgen wollen. Und deswegen suchen sie sich natürlich die Fragen raus, die in der Community gestellt wurden. Und vorher habe ich ja auch gemeint, die suchen sich einfache Fragen raus. Da wurde dann auch gefragt, was sind denn bitte einfache Fragen, um das mal zu erklären. Einfache Fragen sind das, wenn so ein Spiel veröffentlicht wird, gerade auch die Forza-Spiele, die haben ja quasi immer ihr, ich sage jetzt mal, Pressetext, den sie immer wieder sagen, so, ja, das most diverse Horizon Game ever und das und jenes. So, das wiederholen sie gefühlt in jedem Satz, wenn sie es nur können. So, das ist das, was halt ihre PR-Abteilung quasi freigibt, so. Und die wollen ja auch nicht querbeet durcheinander reden. Und die sind ja schon sehr darauf bedacht, richtige Sachen zu sagen, weil ich glaube, wenn die halt was sagen, was so gar nicht ist, also sich aus Versehen versprechen, naja, das wird halt, ihr wisst ja, wie die Gamer sind heutzutage, die werden dich dann auseinandernehmen. Aber der hat doch gesagt, und warum ist das jetzt nicht so? Und ne, dann ist ja schon ein riesen Hackmack und deswegen halten die sich sehr an ihre quasi vorgeschriebenen PR-Texte. Und einfache Fragen im Sinne von, das sind Fragen, die sie halt einfach quasi schon die Antwort auswendig wissen, wenn du verstehst, was ich meine. Und deswegen einfache Fragen. Also, das ist jetzt nicht eine Frage, wo sie sagen, oh, okay, interessante Frage, noch gar nicht drüber nachgedacht, okay, wie beantworte ich das am besten? Sondern die wissen halt direkt, okay, das ist einfach zu beantworten, weil entweder ist es jetzt gerade Thema gewesen, haben wir gerade eben schon beantwortet, oder halt haben wir in der Vergangenheit schon mal beantwortet, oder halt ist in diesen PR-Texten einfach schon mal zu finden. Und Fragen, die zum Beispiel ein Andi oder ich schon jetzt seit Wochen stellen, das sind halt Fragen, die sehr, sehr speziell sind, sehr, sehr tief in die Materie eingehen. Und wenn die halt sagen, okay, pass mal auf, darüber wollen wir nicht reden, oder das ist eine Frage, die wir mit Nein beantworten müssen, ist es natürlich keine gute Werbung. So, und dann beantworten sie lieber Fragen, die man halt auch mit Ja beantworten kann. Wie ist das Auktionshaus? Ne? Klar, ist cool, dass man das jetzt auch nochmal bestätigt weiß, aber das ist eine Frage, wo sie halt mit Ja beantworten können. Also kommen sie auch eher dran wie eine Frage, die vielleicht, wenn wir jetzt fragen nach privaten Lobbys, mein Bauchgefühl zeigt mir, dass sie wieder nicht dabei sind. Also, ja, die Frage wird auch nicht gestellt, weil das hätte ja heute perfekt gepasst zum Multiplayer-Thema. Ja, deswegen, das sind halt einfache Fragen in dem Sinne. Ja, das mit dem Teredo-Filter wird bleiben, weil einfach dieselbe Engine dahinter steckt. Einfach, das wird sich nicht ändern. Genau, das mit den zensierten Autos, das müssen wir noch mal gucken, aber gut, da werden wir dann auch jetzt nicht mehr rausfinden erstmal. Aber ja, das sind wohl Autos, die wir noch nicht wissen. Also wir werden wohl noch neue Autos sehen, die halt jetzt noch nicht bekannt sind. Aber wie gesagt, ist ja auch noch ein bisschen hin, ne? So. Auf was freue ich mich am meisten in Horizon 5? Erstmal generell aufs neue Spiel, neues Erlebnis und dann aber halt, denke ich mal, das Event Lab freue ich mich halt irgendwie drauf, weil ich glaube, dadurch kann man sehr kreativ werden und da freue ich mich sehr drauf erstmal, ja. Kevito, das ist doch jetzt schon möglich. Du kannst doch jetzt schon das Field of View ändern. Ne, nur über das kannst du diese Immersion auch ändern. Daniel, danke dir. Ja, Häuser wird es geben, genau. Das ist schon bekannt. Forza Horizon 5 Ultimate wird keine Disc geben. Ich glaube, auf Amazon gibt es aktuell nur die normale Version, ne? Weißt du da was? Die Info gab's, welche auf Disc rauskommt, welche nicht. Ich guck mal nach. Also ich könnte mir vorstellen, dass es halt wieder ist wie in Horizon 4, dass es halt die normale gibt und die Ultimate, beziehungsweise Premium heißt sie ja, dafür aber die Deluxe nicht. So war es ja auch in Horizon 4. Ich guck grad mal. Ja, das sieht halt, also bei Amazon sieht es sehr danach aus, dass es nur die Standard gibt als Hardcopy, als Retail.
Und der Rest ist dann quasi Download-Code, wenn ich das richtig sehe. Ja. Wäre schade tatsächlich, aber ich denke mal, man kann denken, warum das so ist vielleicht. Einfach wegen dem Platz, was auf so einer Disk ist. Gut, sie müssten halt einfach eine zweite Blu-ray reinlegen, aber gut, das ist halt wohl nicht mehr gewollt. Und die denken halt im heutigen Zeitalter, ne? Aber mal gucken, vielleicht kommt ja noch die Premium-Version als Disk, aber aktuell schaut's nicht so aus, ne. Meine, die Info gab's mal, aber ich finde die in unserem schlauen Dokument gerade nicht. Bei Amazon gibt es seit neuem auch Deluxe Edition. Ja, aber Deluxe ist Download-Code. Ne? Also wenn ihr bei Amazon seid, ich kann das ja mal ganz kurz hier zeigen. Einen Moment. Ja, hallo. Okay, bei mir spackt gerade Amazon rum, weil der. Also Amazon ist manchmal echt ein bisschen komisch mit den Dropdown-Menüs jetzt. Zeigt das euch mal ganz kurz. So. Vollbild. So, das ist jetzt, ich mach mal größer. Also, genau. Also, wenn ihr jetzt halt Standard wählt, also hier normal wählt, Standard, dann habt ihr es halt quasi als Disk, wie man sieht. Und wenn ich jetzt halt auf Deluxe gehe, dann switcht der oben automatisch auf Download-Code um. Und bei Download-Code seht ihr auch, dass dann sind alle Versionen verfügbar, bei Series X halt eben nur die Standardversion. Und vom Preis nicht abschreckend, das ist mit und ohne ohne Steuer. Umsatzsteuer. Ja, also ich denke mal, dass halt, aber so war es, glaube ich, auch bei bei Horizon 4, dass am Anfang auf jeden Fall erstmal nur die Standardversion zur Verfügung stand und dann später kam das mit dazu. Man kann gesehen, dass man den AMG One verändern kann, genau wie funktioniert es. Per Knopfdruck, so wie du bei manchen Autos Dach hoch und runter machen kannst, oder drauf und weg, wechselst du halt zwischen zwei Fahrmodi. Einmal halt quasi so einen Racetrack-Modus mit mehr Grip und so weiter und einmal so einen Straßenmodus, wo du halt ein bisschen mehr Bodenfreiheit hast und so weiter, wahrscheinlich halt ein bisschen besser durchs Gelände kommst. So würde ich es einfach mal beschreiben, einfach. Es wäre jetzt wie wenn du im aktuellen Spiel jetzt plump gesagt ein Tuning hast, was so ein bisschen mehr locker flockig ist und eins, was richtig knallhart ausgelegt ist, nur für die Straße und du halt quasi zwischen den beiden Tunings hin und her wechselst. Nur, dass du das jetzt halt einfach easy peasy per Knopfdruck machen kannst. So ungefähr jetzt, um das leicht zu beschreiben. So würde ich das einfach. So habe ich es zumindest mal verstanden. Tim, das muss man mal sehen, wie das mit den Giftcards aussieht, weil die Giftcards sind ja quasi, du kriegst sie ja nicht direkt in deinen Fuhrpark, sondern das wird ja auch über Scheunenfund laufen. Diese Giftcards wird ja auch dann quasi in eine Scheune gestellt, das heißt, du musst sie auch erstmal finden. Ja. Die Frage ist auch, man hat ja auch gesehen, dass man das Giftcard auch für alle freigeben kann. Also du kannst ja gezielt wählen. Also ich könnte jetzt sagen, hey Andi, ich habe dir jetzt ein Auto freigestellt, dann kriegt das auch nur Andi und kann nur Andi das finden. Aber ich könnte auch sagen, everyone, also jeder. Und ich kann mir halt vorstellen, weil die ja sagen, es gibt keine Duplikate, dass halt der Erste, der es findet, der kriegt's und dann ist es halt weg. So, wisst ihr, was ich meine? Also das bleibt dann wahrscheinlich ein Unikat. Und ja, da muss man halt mal gucken, wie das dann halt ist. Dann kriegt's halt irgendjemand, aber wer, keine Ahnung. Der es halt zuerst findet. Oder wer kriegt's überhaupt angezeigt? Also das ist ja auch so eine Sache. Adresse geliked. Du meinst geleakt, wenn dann. Ja. Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Chocolate, die bieten das nicht ohne, sondern, ach Gott, das ist ein ganz anderes Thema. Wir haben einen Business-Account bei Amazon und da wird das natürlich immer mit und ohne angezeigt. Und deswegen. Ja, Legendary, das ist unser Firmensitz. Aber unser Firmensitz ist ja nicht unser Wohnort, ne? Nicht? Ne.
Ich dachte, ihr hättet so ein riesengroßes Hochhaus gekauft, wo ihr dann einzelne Büros drin habt, eins pro Ja, oder das haben 5 wir auch, pro aber da wohnt Pixel. keiner drin. Das ist einfach nur Business. Also bevor ihr jetzt irgendwie meint, ihr könnt uns finden, ja, das habe ich ja schon mal gesagt. Wir haben einen Firmensitz und da kann man auch tatsächlich was hinschicken, wenn man will. Aber da werdet ihr keiner von uns treffen, weil da keiner von uns wohnt. Das ist wirklich eine Firma. Weil, wenn man halt ein Gewerbe anmeldet, muss man halt auch einen Firmensitz anmelden. Und die meisten YouTuber geben ja Privathaus erstmal an, machen wir aber nicht. Wir sind ja nicht blöd. Und deswegen bringt euch das relativ wenig. Aber gut, das geht jetzt auf ein Thema ab. Ne, zur Kalis gibt es nichts Neues. Ich denke auch mal, da muss man einfach mal abwarten, was da kommt. Aktuell, wie gesagt, gibt es diese Liste. Ich poste sie euch nochmal rein. Aber da hat sich nichts getan. Ich habe es auch gerade vorher nochmal überflogen. Also da ist nichts Neues passiert eigentlich. Das Einzige, was man halt da weiß, ist halt, dass jetzt die Willkommensauto da mit drin sind. Und ja. Wie ist das mit Cabrios, bei welchem man das Dach per Hand öffnen? Weiß man das, wie es animiert ist? Ne, weiß man nicht. Ich weiß auch gar nicht. Also da muss man einfach abwarten. Also man kann halt einfach nur das sagen, was man halt schon gesehen hat. Da kann man, glaube ich, auch nicht sagen. Wovon finanziert sich eure Firma? Wie habe ich gerade vorher. Also Leute, also manchmal. Wenn du Geld verdienst und sei es nur ein Cent in Deutschland, ist es steuerpflichtig, musst du das anmelden. Und wenn wir natürlich Werbung schalten auf YouTube, dann kriegen wir natürlich Geld von YouTube. Und beziehungsweise über die Firmen, die Firmen zahlen das an YouTube und YouTube zahlt einen Bruchteil dessen an uns und damit verdienen wir Geld. Und sobald du Geld verdienst, musst du das anmelden. Und wie meldest du das an? Genau, indem du eine Firma gründest. Das ist völlig normal. Das musst du sogar auch als Einzelperson machen. Da gründest du halt ein Einzelunternehmen. Ja, ich meine, ich weiß, dass viele natürlich das auch schwarz machen, die sich da Geld reinstecken. Nur wenn halt das Finanzamt irgendwann kommt, dann ja viel Spaß dabei. Das machen wir halt nicht. Und deswegen musst du halt eine Firma gründen. Du gehst dann zu deiner Stadt oder zu deinem Ding, wo du das anmeldest und dann hast du halt ein Gewerbe angemeldet. Und ja, ein Gewerbe, eine Firma ist im Prinzip ja das Gleiche. Das ist, also deswegen, ja. Nee, ich bin nicht hauptberuflich YouTuber, ich mache das als Nebenjob. Die Lenkradsteuerung haben sie letztes Mal als Thema gehabt, Legendary. Würde ich einfach empfehlen, vielleicht den Stream einfach nochmal anzugucken oder halt die letzte Zusammenfassung. Da bin ich auch nochmal ganz kurz drauf eingegangen oder Andi genauso bei seiner Zusammenfassung. Ja, aber alles weiter kann man da noch nicht zu sagen, weil man es erstmal gefühlt haben muss oder selber erlebt haben muss. Wie kann ich Trinkgeld geben? In der Videobeschreibung steht irgendwie nichts. Habe ich das nicht verlinkt? Ja, dann geht es gerade nicht. Also, Moment. Ja, es gibt einen Donation-Link. Moment, ich gucke mal, ob ich den gerade finde. Der müsste es sein. Moment. Ja. Das ist unser Donation-Link. YouTuber ist kein Job, weil man kein festes Einkommen hat. Also, okay, pass mal auf, Leute. Der Stream driftet gerade weg vom Thema und Chocolate, du bist sowas von falsch. Weil wenn du, je nachdem deiner Unternehmensform, kannst du auch natürlich ein Festangestellt oder kannst du auch ein, ja, wie soll ich es erklären? Du kannst natürlich Leute bezahlen, weil das Geld, was du natürlich mit dem verdienst, bleibt ja erstmal in der Firma und das muss ja irgendwo raus, also musst du das ja auch irgendwo anmelden, was ja auch wiederum mit Sozialabgaben etc. pp. Alles wie immer versteuert werden muss und dann ist es natürlich schon ein festes Einnahmen. Ich meine, wenn du jetzt kommst, okay, du kannst bei YouTube nicht wissen, wie viel Geld du bekommst, weil es ja von den Klicks abhängig. Ja gut, jede Firma ist irgendwo von irgendwas abhängig, wie sie Geld bekommt. Oder meinst du, Firmen kriegen von Luft und Liebe Geld und verteilen dann das Geld? Wenn du jetzt Also- ein Handwerker bist, der pro Stunde gezahlt wird, hast du nach deiner Definition auch kein festes Einkommen. Ist Handwerker jetzt kein Beruf?
Ja, also deswegen schwierig. Also ich sag's, wie es ist. Der Kanal hier ist haben wir private Freunde gegründet und das ist ja nach wie vor so. Wir haben das als Hobby begonnen. Irgendwann haben wir gesagt, okay, passt mal auf, wir schalten jetzt auch Werbung dazu, weil wir wollen halt, dass sich das Ganze auch refinanziert, indem wir das einfach auch weiterentwickeln können. Ich finde, der Gedankengang ist ja einfach auch nur menschlich, dass man sagt, okay, warum sollten wir das nicht machen? Weil das Geld, was wir dadurch einnehmen, können wir ja wiederum für bessere Hardware, Software etc. nutzen. Und mittlerweile ist es halt auch so, dass ich sage, ich investiere so viel Zeit und Mühe und Liebe hier rein. Warum sollte ich nicht auch ein bisschen was privat dafür bekommen? Und deswegen mache ich das Ganze hier auf dem Kanal als Nebenberuf. Als Hauptberuf reicht es nicht. Also da verdiene ich bei weitem nicht viel. Und ich habe ja auch noch einen anderen Job nebenher. Also deswegen, ich mache das einfach als Nebenjob und das ist ja auch okay so. Da mache ich auch kein Geheimnis drum. Ja, habe ich ja immer wieder gesagt, wir sind da absolut transparent und ich verstehe auch nicht dieses an den Pranger stellen jetzt von manchen, ja, wie vorher schon mit dem Adblocker und so weiter, ihr verdient eh genug auf YouTube und so weiter. Also ich weiß ja nicht, also davon leben könnte ich nicht. Also, I don't know. Und das soll jetzt auch nicht irgendwie bemitleidend sein. Also ich bin happy damit und ich freue mich, dass ich das auch weiterhin machen kann hier, weil ich Spaß dran habe und ich hoffe, ihr habt auch Spaß auf dem Kanal, aber ich verstehe halt nicht, warum manche Leute jetzt hier so negativ irgendwie das Ganze irgendwie abstempelt und so weiter. Also, ja. Ich arbeite in der Forschung an der Universität. Nochmal kurze Zusammenfassung. Ja, kurze Zusammenfassung. Heute ging es, wie gesagt, um den Multiplayer, beziehungsweise um die einzelnen Multiplayer, ich sage jetzt mal Modi-Abschnitte, dass man halt eben die Horizon Open, also die offene Welt hatte, was in Horizon 4 halt Horizon Live hieß. Also es ist halt einfach ein bisschen umbenannt worden, vieles. Ne? Klar gibt es auch neue Features, das Link-System wurde noch mal ein bisschen gezeigt und noch mal drauf eingegangen, also der Chat, dass der jetzt halt auch Funktionen bekommen hat und nicht nur einfach zur Kommunikation dient. Es wurde eben das Arcade gezeigt, was nichts anderes ist wie der Forzaton Live, nur da jetzt halt ein bisschen anders heißt und man wahrscheinlich nicht Forzaton-Punkte dann dabei verdient, sondern andere Dinge. Ja, das sind halt so die Geschichten, die sie heute gezeigt haben. Okay, ich habe gerade irgendwie Frame-Einbrüche. Hat sie es wieder gefangen, okay. Ja. Amilanto, es ist ja auch egal. Jeder kann ja denken, was er möchte zu dem Thema. Ich denke nur, wenn jemand, egal was er macht, damit Erfolg hat und dadurch Geld verdient, dann wird es schon so seine Richtigkeit haben. Diese Schwarzmalerei und diese Neidgesellschaft, die man hat in Deutschland, ja, ist halt so ein Thema, aber da will ich jetzt nicht derjenige sein, der darüber urteilt. Ich sehe das halt nicht so. Ich gönne jedem seinen Erfolg. Es sollen dann halt andere urteilen, ob der Erfolg gerechtfertigt ist oder nicht. Und ja, aber es ist nicht an mir, das zu urteilen. Und ich glaube halt auch nicht, dass es an euch ist, das zu urteilen. Aber auch das wieder ist nur wieder meine bescheidene Meinung. Ja. Ich meine, ich sag's mal so, wie es ist. Also die meisten Leute, die hier sind, denke ich mal, sind sehr gerne hier auf dem Kanal, genauso wie auch auf Andys Kanal, weil sie halt, glaube ich, geile Unterhaltung bekommen. Jeden Tag eigentlich und zumindest mal auch im Multiplayer, was Forza betrifft, jede Woche. Ich denke mal, ohne jetzt da selbst verliebt zu klingen, dass wir im deutschsprachigen Raum mit eines der größten und wahrscheinlich besten und unterhaltsamsten Forza-Formate oder Forza-Communities quasi haben. Und mir macht es unglaublich viel Spaß, jeden Tag aufs Neue, sich auch neue Sachen zu überlegen. Wenn es denn halt Sinn macht, so wie wir es jetzt auch gerade spontan im Livestream vorher gemacht haben, wo wir gesagt haben, hey, sollten wir den Arcade-Mode nicht einfach auch als Format bringen? Und da stellt sich für mich halt dann eigentlich gar nicht die Frage, warum dann mir gegenüber oder anderen gegenüber irgendwie negativ sein. Also, ja, wie gesagt, ich zwinge niemanden zu irgendwas und ja, I don't know. Ich glaube, bevor ich mich jetzt hier dumm und quasselig rede, sowas ja, habe ich eigentlich keinen Bock zu diskutieren. Ich meine, jeder selber muss wissen, was er macht mit seiner Freizeit, wie er sie verbringt, ob er die jetzt bei uns auf dem Kanal verbringt oder woanders oder was ganz anderes macht. Nur eine Bitte, verschwendet eure Freizeit. Das meine ich gar nicht jetzt auf mich oder auf Andi oder sonst was, sondern verschwendet doch nicht eure Zeit damit, andere Leute irgendwie ihr
ich sage jetzt mal, Beruf, ihr Hobby, ihre Leidenschaft irgendwie schlecht zu reden, nur weil das jetzt euch nicht in den Kram passt, aus welchen Gründen auch immer. Genießt die Zeit, die ihr habt, habt Spaß, teilt sie mit den Leuten, mit denen ihr sie teilen wollt. Und that's it. Ich weiß auch gar nicht, warum das jetzt hier Thema wurde, ehrlich gesagt, weil ich es einfach nicht verstehe. Aber Dankeschön für 800 Däumchen. Danke auch für die Donations, die gerade reinkamen von BTC auf Achse Philipp. 5 Euro in der Superchat, vielen Dank, tolle Videos von euch. Danke dir, Herzchen geht raus. Und auch an Daniel, der 1 Euro raushaut. Ich gucke schon lange deine Videos und ab und zu mal einen Stream. Ein kleines Dankeschön weiter. So, danke dir. Vielen lieben Dank euch. Und ja, versteht mich da auch nicht falsch. Ich habe es immer wieder gesagt, Donations, das ist nett, das ist auch eine Art der Unterstützung natürlich. Aber ich sag's, jeder Zuschauer, jeder Like, jeder, der einen Kommentar schreibt, der im Chat aktiv ist, oder halt eben auch ein stiller Zuschauer, die ja, glaube ich, mittlerweile einen festen Namen haben. Leecher oder sowas, oder Lurker. Lurker heißt es, glaube ich. Klingt irgendwie negativ, aber jeder trägt ja seinen Teil dazu bei und ich bin da jedem sehr dankbar. Und ich glaube, das habe ich schon oft auch ausgedrückt und drücke es auch immer wieder aus. Also, mehr kann ich dazu nicht sagen. So, Andi, jetzt du wolltest auch noch was sagen. Ja, war gar nicht so dem Thema eigentlich, war eine Frage gerade im Chat von wegen dem Willkommenspaket Autos, da die ja eventuell zu krass sind für den Anfang, weil da ja auch ein Apollo dabei ist beispielsweise. Ich habe auch tatsächlich in letzter Zeit immer wieder mal gelesen, dass die Startwagen ja viel zu krass sind. Am Ende des Tages zwingt dich ja niemand, die zu verwenden. Also, Genau, wenn du ja. Bock hast, irgendwie mit einem Civic oder mit einem Golf anzufangen, dann do it. Ja, also, das ist, glaube ich, nicht die große Kunst. Zu dem sonstigen Thema gerade sage ich gar nichts weiter, würde ich mich nur zu sehr in Rage reden. Das tat ich schon ein paar Mal. Ja, ich gehe jetzt auch gar nicht weiter drauf ein. Tendo, zur KI wurde, glaube ich, nichts gesagt. Es wurde der Begriff KI auf jeden Fall verwendet, aber ich meine nicht in dem Kontext wahrscheinlich, wie es gerade gefragt wird. Ja. Johanna, danke dir fürs Kompliment. Doch, wie sie dich erfasst. Ja, habe ich überhört, Tendo, wann das gesagt wurde. Okay, muss ich mir nochmal an. Ich gucke mir das sowieso nochmal an, Tendo. Oder ich mit Andi gemeinsam. Und dann gucken wir nochmal durch alles, genau. Weil das geht halt im React manchmal ein bisschen unter. Danke für den Hinweis auf jeden Fall. Soll zu weniger Destruction Derby führen. Ja, gerade im Multiplayer war es halt natürlich schon anders wild, ne? Also, das hat man auch schon besser gesehen im Multiplayer, die KI. Also, von dem her. Mungo, einige Autos wurden oder einige Sachen wurden ausgeblurrt, also verschwommen gemacht, nicht erkenntlich gemacht. Das ist damit gemeint. Quasi Zensurbalken davor gesetzt, wenn du so willst. Horrors, sehr gerne, sehr gerne. Freut mich zu hören. Der Tomatenkiller, alles. Du hast alles verpasst. So, aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir auch Schluss. Ich glaube, es gibt jetzt gerade nichts Neues dazu beizutragen. Ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten von euch. Ich sag's immer wieder gerne, gebt immer gerne Feedback, ob ihr auch weiterhin so einen React-Stream haben wollt oder auch weiterhin natürlich gerne Feedback. Ich sage immer wieder, wie wichtig ehrliches, konstruktives Feedback ist, um sich einfach auch weiterzuentwickeln und zu verbessern. Und ich rede da auch wirklich von konstruktiv, ja, weil Feedback kann auch sehr schnell in Hate leider umschwenken, was immer mal ein bisschen missverstanden wird, aber ich weiß, dass ihr das nicht tut. Deswegen immer gerne Feedback geben und natürlich auch gerne halt eben auch Bescheid sagen, ob wir weiterhin diese Let's Go-Streams reacten sollen. Ich finde es eine coole Sache, einfach auch direkt sich mit euch auszutauschen, war mir immer wieder eine Freude, auch wenn es heute kurzzeitig mal in 2 ganz andere Themen ausgedriftet ist, warum auch immer das so ist. Aber sei es drum, ich kann nur noch mal sagen an dieser Stelle,
Und ich glaube, da kann ich Andi einfach auch mit ins Boot holen. Ich kann nur sagen, wir machen das sehr gerne alles. Das ist unser Hobby und Leidenschaft. Und auch wenn das jetzt in Klammer mittlerweile mein Nebenjob geworden ist, mache ich es ja gerade deswegen, weil es so viel Spaß macht mit euch gemeinsam. Und ich freue mich wahnsinnig auf die kommende gemeinsame Zeit in Forza Horizon 5. Und ich hoffe inständig, dass ihr da auch richtig Bock drauf habt und dass ihr da mit dabei seid. Ja, Dankeschön auch für die knapp 850 Däumchen nach oben, was ja schon mal ein guter Indikator ist, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich wünsche euch einen wunderbaren, fantastischen Abend. Ich wünsche euch eine wunderbare, fantastische Woche, die ja jetzt gestartet ist. Ich hoffe, ihr seid heute schon gut reingekommen. Und natürlich, dass die Woche auch in eurem Sinne gut weitergeht und auch schön ins nächste Wochenende geht. Und ja, bleibt gesund oder werdet gesund, je nachdem. Und dann macht's mal gut. Danke auch nochmal für die Mitglieder und die Donations, die auch noch währenddessen reingekommen sind. Vielen Dank euch. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.